Herzlich willkommen zum Let's Play von Call of Juarez Gunslinger. Ich bin Marv und zeige euch hier dank Ubisoft und Gamestar.de schon vor dem offiziellen Release des Spiels das komplette Let's Play. Dazu verlose ich auch noch auf meiner Facebook-Seite einmal Call of Juarez Gunslinger für euch, also wenn ihr gewinnen wollt, einfach mal unten auf den Link in der Videobeschreibung klicken und am Gewinnspiel teilnehmen. Genug geredet, los geht's! Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. You heard that. You need to stay here and keep an eye on the road. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Who's that? Is he with us? Ich würde sagen, nein. Sind wir nicht. Erfahrung verdienst du durch das Erledigen von Gegnern. Du brauchst sie, um durch Levelaufstiege zusätzliche Fähigkeiten zu verdienen. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. I decided to help Billy and the boys out a bit. So that's just what I did. Na, das hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Wie ihr seht, wir haben kein richtiges Fadenkreuz, wenn wir so zielen. Sondern nur Kimme und Korn. Oh, der Klötenschuss des Todes funktioniert auch im Wilden Westen. Geht ja schon gut los hier. Sind das Hunde, die hier so bellen?
He's right behind us. Where the hell? So, ich habe jetzt einen neuen Fähigkeitspunkt bekommen. Level aufgestiegen. Beidhändiger Desperado und Revolverheld. Scharfschütze auf große Distanz. Tapferer Nahkämpfer. Oh, was machen wir? Beidhändig, Scharfschütze, Nahkämpfer. Ich glaube, ich wähle den beidhändigen Modus. Akimbo Revolverheld. Damit fangen wir an. Schnapp dir 2 Revolver und zeig's ihnen. Während du einen Revolver hältst, kannst du mit gedrücktem Mausrad nach unten oder mit Hilfe von 3 beidseitig ziehen. Haben wir noch mehr? Nein, geht nicht. Dann machen wir jetzt weiter. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Ich glaube, ich nutze zu wenig die... One of them reached the water tower. Und was habe ich jetzt? Du kannst tödlichen Schüssen nur bei vollständigem aufgeladenen Todesahnung ausweichen. It would be a turkey shoot from up there. Ach, krass, okay. So, wir müssen ein bisschen aufpassen, wir schießen uns sonst hier gleich. So, ich glaube, wir haben alle. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. The right position is very important. Personally, I prefer to be on top. Oh, you do? Weißt du Indeed, Bescheid? darling. But where was I? Oh yeah. Das sah ein bisschen aus wie Explosivfässer. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Vielleicht waren das welche. Also wie ihr seht, geht's hier gleich richtig rund. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Try aiming, you idiots. Truth be told, things weren't much better behind the house. Cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Genau. Wir kämpfen uns jetzt hier einfach mal ums Haus rum. Haben wir schon gemacht. Schauen wir, dass wir noch irgendwas einsammeln können vielleicht. Ich bin ja dann auch so jemand, der gerne mal nach Secrets sucht. Und sich die eine oder andere Stelle nochmal anschaut, die man vielleicht nicht unbedingt gleich finden muss. Autsch. So, gehen wir mal ins Haus rein. Klopf, klopf. And like that, I was inside, none the worse for wear. Deader than a rat in a trap. I passed Dirty Dave, You ain't going nowhere. How about and upstairs I found Billy and Charlie Baldry. Stinking Springs. So, jetzt bekommen wir hier noch so leichte Hintergrundinfos, was hier alles noch gewesen ist. Die Nuggets der Wahrheit, wie es wirklich gewesen ist. Billy the Kid. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm.
Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. I can keep this up all day. Where'd he come from? Dadurch, dass der gute Silas Grief die ganze Zeit am Reden ist, würde es so ein bisschen die... That's when Charlie got hit. They're catching us in a crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Würde es so ein bisschen die Stimmung versauen, wenn ich jetzt die ganze Zeit quatsche. Wie viele sind denn da noch? Natürlich kann er. Pass mal auf. Ich lade uns schnell nach. Den haben wir. Den haben wir auch. Ist natürlich so ein klassischer, war ja auch schon vorher klar, so ein klassischer Rail-Shooter letztendlich. Aber bisher ist es richtig gut gemacht. Junge, von wo schießt denn der so? I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatling, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. Und dann wollen wir mal nach hinten. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? Oh, wow. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack is just joshing with you. Yeah, he Alles better klar be. mit Schild. Mr. Greaves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. Gonna make you bleed! So, den haben wir auch erledigt. Making my way past the passel of fallen loads. Das war jetzt aber pures Auto-Aim. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Okay, es werden immer mehr. Kein Problem für uns, wir laden unseren Colt nach und weiter geht's. Sonst noch jemand? Finally, I had the stables within my reach. Gehen wir mal in den Stall. Mal hier vielleicht schauen, ob hier noch irgendwas liegt. 2 Geheimnisse hatten wir schon gefunden. Vorne im anderen Stall habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt. Wird schon And passen. that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Der Sheriff. Voller Stolz, verdammt gut aussehend und ungeschickt. Pat Garrett. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Oh, wir haben ein Duell. Halte deinen Fokus im... Halte deinen Gegner im Fokus, okay. Na? Wenn der Gegner zur Waffe greift, drücke linke Maustaste, um die Waffe zu ziehen. Ziele mit der Maus und schieße dann mit der linken Maustaste. Daneben! Daneben! Und ich bin gestorben!
Und so endet die Geschichte von Silas Greaves. Nein, natürlich nicht. Wir versuchen es einfach nochmal. Silas Greaves hatte sich nur versprochen. Normalerweise ist das kein Problem. Denn Duelle gehören für Cowboys wie uns zur Tagesordnung. And that you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Hol die Pferde und zwar dieses Mal wirklich. Stepped inside and last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Ganz genau. Und damit ist die erste Folge von Call of Juarez Gunslinger auch schon vorbei. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn ihr das Spiel gewinnen wollt, einfach unten auf den Link in der Videobeschreibung klicken, auf meine Facebook-Seite gehen. Da steht alles, was ihr machen müsst, um dieses tolle Spiel zu gewinnen. Bis zur nächsten Folge. Servus, euer Marv.